Hallo meine Lieben und willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute möchte ich euch zeigen, welche Wasserfarben ich benutze, wie mein Farbsetup für dieses Jahr aussieht und erzähle euch ein bisschen was rund um diese Farben. Da ich meinen Farbkasten mal wieder etwas umgemodelt habe, brauche ich natürlich auch eine neue Swatch Card. Und da dachte ich mir, hey, die kann ich ja super toll mit euch machen. Schon mal vorweg, ich benutze die Aquarelle von White Nights. Ich benutze sie sehr oft und liebe sie total. Ihr könnt die Farben einzeln kaufen, in Pfannen und in Tuben. Allerdings gibt es auch Farbsets zu kaufen. Diese gibt es in allen möglichen Varianten. Das ist echt der Wahnsinn. Von 12 bis 48 Pfännchen, wahrscheinlich sogar noch mehr. Kunststoff, Metall oder Holzkasten oder sogar einfach nur in einer stinknormalen Pappschachtel. Das wäre natürlich dann auch die günstigste Variante. Meine Farben sind schon uralt und kamen damals in einer Pappschachtel. Nachdem ich um Corona rum meine Liebe zum Malen wiederentdeckt habe, habe ich natürlich auch meine Farben wieder rausgekramt und abgestaubt. Musste ich tatsächlich, weil so alt sind die schon. Und habe mir diesen hübschen Metallkasten gegönnt. Aber es gibt tatsächlich auch Sets mit diesem Metallkasten. Wenn ich es finde, verlinke ich es euch natürlich in der Infobox. Ich habe letztes Jahr 3 Farben von Winsor & Newton gekauft, weil ich die Marke mal testen wollte und gerade diese 3 Farben im Angebot waren. Und das Weiß ist ebenfalls nicht von White Nights, aber ansonsten stammen alle Farben aus dem White Nights Set von damals. Ich besprühe sie schnell mal mit Wasser. Müsste man theoretisch nicht mal unbedingt machen, sondern könnte auch direkt mit einem nassen Pinsel reingehen. Für meine Swatch Card verwende ich die Rückseite eines Aquarellpapiers, das ich bereits zum Malen benutzt hatte, und habe es auf die entsprechende Größe von meinem Farbkasten zugeschnitten. Das Ganze habe ich dann in 7 Zeilen und 7 Spalten aufgeteilt. Ich starte mit einem Flachpinsel von Faber-Castell, den ich später allerdings austauschen werde, weil ich Flachpinsel wirklich nicht sonderlich mag. Zumindest diesen nicht. Mittlerweile habe ich tatsächlich noch ein paar andere, mit denen es richtig Spaß macht, modern zu malen. Aber nicht mit dem. Hier beginne ich mit dem Befeuchten meines ersten Feldes, um direkt auch mal die Nass-in-Nass-Technik mit den Farben zu testen. Also klar, ich habe die Farben schon benutzt und weiß, wie sie sich verhalten, aber so würde ich das zumindest mit jeden neueren Farben machen, die ich kaufe. In mein erstes Feld kommt die Farbe Gelber Ocker oder auch Yellow Ochre. Auf meiner Swatch Card habe ich immer ganz gern einen Farbverlauf von dunkel zu hell. Dafür nehme ich Farbe mit dem Pinsel auf, bemale 1/3 oder 1/4 meines Feldes damit, wasche einmal den Pinsel kurz aus und bemale ein weiteres Drittel damit. Für das letzte Drittel wasche ich den Pinsel komplett aus und ziehe nur noch etwas Farbe vom Papier an die gewünschte Stelle. Den Rest macht quasi das Wasser und die Farbe von ganz allein. Meine nächste Farbe ist Yellow Deep, also goldgelb dunkel. Ich werde im weiteren Verlauf die Farbbezeichnungen rechts im Bild anzeigen, aber jetzt nicht über jede Farbe etwas sagen. Dafür erzähle ich euch ein bisschen was über die Farben und den Hersteller. Und natürlich, was die ganzen Informationen, die man so zu den Farben bekommt, bedeuten. Und zwar stammen die Aquarellfarben der Serie White Nights von einem russischen Hersteller namens Nevskaya Palitra. Nevskaya Palitra produziert seit den 30er Jahren Aquarellfarben für White Nights und führt Forschungen und Tests der Farben in ihrem eigenen Labor durch. Sie produzieren natürliche anorganische Pigmente aus der Erde sowie synthetische Pigmente wie Kobalt, Cadmium und Eisenoxidpigmente. Außerdem übernehmen sie Produktionsverpackung und Qualitätskontrolle der Fertigwaren selber. Beschrieben wird das Ganze als eine einzigartige Produktion, die den Kern der Traditionen beibehält, aber die Rezepte und Produktionsmethoden in Übereinstimmung mit den Zeitanforderungen durch sorgfältig getesteten innovativen Entwicklungen verbessert. Bei der Produktionsserie White Nights handelt es sich um professionelle Aquarellfarben in Premium-Qualität mit einer uralten Geschichte. Aber das war jetzt genug Geschichte für heute. Hierzu gäbe es noch sau viel zum Erzählen, aber falls ihr mehr über Nevskaya Palitra erfahren wollt, könnt ihr gerne auf deren Homepage vorbeischauen. Da gibt es tonnenweise Info. Von deren Background über Farbgeschichte hin zu Farbtheorie. Wirklich sehr interessant. Auf deren Seite erwähnen sie, dass sie momentan 83 klassische Farben, 18 Pastellfarben, 7 Metallicfarben und 26 Granulationsfarben im Sortiment haben. Online gibt es diese zum Beispiel bei Amazon für ca. 47 € als Set in einer Pappschachtel zu kaufen.
Das wären weniger als 2 Euro für eine Farbe für ein ganzes Pfännchen. Was ein wirklich sehr, sehr guter Preis für Premium-Aquarelle ist. Zum Vergleich kosten die Vollpfännchen von Schminke Horadam über 10 Euro. Das sind 8 Euro mehr. Ich finde das schon krass. Und Winsor & Newton liegt sogar bei 15 Euro. Ich habe hierfür übrigens überall die Farbe Krabplack Rot verglichen. Die White Nights Einzelfarbe kostet regulär 2,18 Euro. Also das ist schon ein happiger Preisunterschied. Und es sind alles Premium-Künstlerfarben. Übrigens ist dieses Video in keinster Weise gesponsert. Ich mag die Farben nur super gerne. Wenn ihr also professionelle Künstler seid, probiert die bitte mal aus und sagt mir Bescheid, wie ihr sie so findet. Würde mich echt interessieren. Und wenn ihr Anfänger seid, sind sie definitiv was für euch. So könnt ihr das Malen genießen, ohne bei jedem Pinselstrich die Euros an euch vorbeischwimmen zu sehen. Einige empfehlen auch zu Beginn, Farben in Schülerqualität zu benutzen. Also habe ich mir da auch schon einige angeschaut, weil ich doch noch gern ein Reiseset hätte. Und da kam ich auf Farbkästen wie zum Beispiel von Paul Rubens, Sonnet, Mei Liang, Munio und. Fuchs, der ich bin, habe ich die Farbgrößen erstmal miteinander verglichen und auf den Einzelpreis runtergerechnet. Und dann sind sie meistens teurer und dazu noch in schlechterer Qualität, weil es ist ja dann keine Premium-Qualität, sondern Schülerqualität. Man bekommt bei deren Farbsets dann zwar mehr verschiedene Farben, aber mit so vielen verschiedenen Farben zu starten, würde ich Anfängern grundsätzlich erstmal nicht empfehlen. Mit ganz wenig Farben lassen sich die meisten Farben tatsächlich selbst zusammenmischen. Und das, finde ich, ist ein sehr wichtiger Lernprozess, den man nicht überspringen sollte. Während man die Farben mischt, versteht und lernt man viel über sie. Für meine Farben habe ich daher auch ein Chart erstellt, in dem ich alle meine Farben miteinander gemischt habe. Bisher habe ich das Ganze zwar nur auf meinem englischen Kanal veröffentlicht, werde es natürlich aber auch noch hier auf diesem online stellen. Ich werde euch das englische Video aber gern verlinken, falls ihr schon jetzt mal dort vorbeischauen wollt. So, weiter geht's jetzt erstmal mit diesem Video. Jede Farbe bzw. jedes Pigment hat seine eigenen speziellen Eigenschaften. Diese Informationen zu den Farben finden sich oft auf der Rückseite der gekauften Box und auf den einzelnen Farben, aber natürlich auch auf der Webseite der Hersteller. Es gibt Informationen zur Lichtechtheit, ob die Farben deckend oder transparent sind, lösbar oder schwer anlösbar, welches Pigment für die Farben benutzt wurde und ob die Farben granulierend sind. Diese Informationen schreibe ich mir dann ebenfalls noch auf meine Farbkarte. Ich habe in meinem Farbkasten zum Beispiel gleich mehrere granulierende Farben, wie Cadmium Orange, Cadmium Rot Hell, Ultramarin, Kobaltblau, Sienna Natur, gebranntes Sienna, Marsbraun, gebranntes Umbra und Umbra. Granulierende Farben lassen sich nicht so leicht mischen bzw. setzen sich die verschiedenen Pigmente auf den Papierfasern unterschiedlich ab. Das kann natürlich super schöne Effekte erzielen, aber den einen oder anderen treibt das vielleicht auch in den Wahnsinn, weil er eine gleichmäßige Färbung haben möchte. Daher ist es ganz praktisch, dass die granulierenden Farben mit einem G gekennzeichnet sind. Das wäre schon mal die erste Info.
Wie anfangs gesagt, habe ich 3 Farben von Winsor & Newton gekauft. Diese sind Opera Rose, Davies Grey und Cobalt Türkis. Bei den Winsor & Newton Farben ist mir aufgefallen, dass sie mehr Aktivierung benötigen, um die gleiche Menge Pigment auf den Pinsel zu bekommen. Bedeutet, ich muss sie anfangs mit Wasser besprühen und ein bisschen Zeit lassen, ja, damit sie sich aktivieren. Aber das könnte vielleicht auch nur eine Eigenschaft bei diesen speziellen Tönen sein. Ich habe ja nur die 3, deswegen weiß ich es leider nicht. Cobalt Türkis fühlt sich zudem sehr dickflüssig an, fast wie Gouache. Es ist auf jeden Fall dicker als meine anderen Aquarellfarben. Beschrieben wird dieser Farbton als semi-opaque, also halbdeckend. Aber dazu gleich noch mehr. Fangen wir erstmal mit den Pigmenten an. Um einen bestimmten Farbton zu bekommen, werden verschiedene Pigmente benutzt bzw. gemischt. Diese werden gemäß den internationalen Pigmentcodes aufgelistet, zum Beispiel PY35. Das wäre Pigment Yellow Nummer 35. Und wenn ihr schon mal versucht habt, eine bereits aufgetragene Farbe wieder zu lösen, weil euch die Farbe nicht so gefällt oder ihr einen Fehler gemacht habt oder einen bestimmten Effekt erzielen wolltet und das Ganze aber nicht so sauber vom Papier abgegangen ist, obwohl es doch beim letzten Mal mit der anderen Farbe so super toll funktioniert hatte. Das könnte dann am verwendeten Pigment für euren Farbton liegen. Manche lassen sich tatsächlich besser lösen als andere. Wie zum Beispiel Kurkuma ist von Klamotten ebenfalls kaum runterzubekommen. Farben aus synthetischen, organischen Pigmenten sind besonders beständig gegen Auswaschen. Deshalb lösen sich manche Farben nicht oder nicht gut. In der Wasserfarbenwelt wird das in den Informationen zum Farbton angegeben. Und zwar mit einem Dreieck. Ausgefülltes Dreieck bedeutet schlecht lösbar, halb gefüllt bedeutet, dass ein kleiner Schatten zurückbleibt und ein unbefülltes Dreieck beschreibt die Farben, die sich super wieder vom Papier lösen lassen. Das gleiche gilt für die Deckkraft. Euch ist sicherlich schon aufgefallen, dass manche eurer Farben transparent sind und andere alles abdecken, was sich unter der Farbe befindet. Sagen wir, ihr habt ein Bild vorskizziert und malt dieses nun mit euren Wasserfarben an. Teilweise scheint die Skizze dann noch durch und im anderen Teil sieht man vom Bleistift gar nichts mehr. Das liegt ebenfalls am benutzten Pigment. Natürlich manchmal auch an der Helligkeit der Farbe selbst, aber nicht immer. Wir haben zum Beispiel in den orangenen Tönen Goldgelb dunkel, welcher sehr transparent ist, und Cadmium Orange dagegen ist deckend. Beide sind ähnlich hell, benutzen aber verschiedene Pigmente. Wie transparent ein Farbton ist, wird mit einem Quadrat angezeigt. Ausgefüllt ist die Farbe deckend, halb ausgefüllt leicht deckend und unausgefüllt transparent. Die Lichtechtheit wird einem mit Sternchen gezeigt. Je mehr Sternchen, desto lichtechter ist die Farbe. Solltet ihr eure Bilder verkaufen wollen, macht es Sinn, Farben zu benutzen, die in der Sonne bzw. im Licht nicht allzu schnell verblassen. Ansonsten könnt ihr euer Käufer nach einigen Monaten vielleicht etwas unglücklich sein. So, ich hoffe, ich konnte euch etwas bei dem Informationswirrwarr helfen. Lasst mich in den Kommentaren wissen, ob diese Infos für euch nützlich sind und welche Farben ihr denn so verwendet. Was gefällt euch an euren Farben besonders gut und was nicht so gut? Malt ihr schon länger mit Aquarell oder habt ihr eure Leidenschaft erst entdeckt? Fände ich wirklich mal interessant zu wissen. Also lasst mir einen Kommentar da.
Am Ende habe ich meine Farben noch beschriftet und auch die Produktinformationen darunter geschrieben. Das sind also meine Farben, die sich derzeit in meinem Farbkasten befinden. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wünsche euch einen super schönen Tag. Abonniert meinen Kanal und schaut auch gerne in meinen anderen Videos vorbei. Macht's gut! Bis zum nächsten Mal. Ciao!